Die Vorstellung, dass Bauchfett durch einen einzigen Geheimtrick über Nacht einfach verdunstet, gleicht einem modernen Mythos. Doch hinter dem Wunsch nach schneller Veränderung verbirgt sich eine faszinierende biologische Realität. Während wir schlafen, stellt der Körper keineswegs den Betrieb ein. Er schaltet vielmehr in einen hochaktiven Regenerations- und Verbrennungsmodus um. Es gibt zwar keine magische Pille, aber es gibt physiologische Hebel, die, wenn man sie geschickt bedient, die nächtliche Fettverbrennung massiv optimieren können. Diese Mechanismen nutzen die natürlichen Rhythmen unserer Hormone, um den Stoffwechsel so zu programmieren, dass er die Energiereserven in der Bauchregion bevorzugt angreift, während wir träumen. Nummer 1: Das Insulindilemma und der hormonelle Schlüssel. Der effektivste Trick, um die nächtliche Fettverbrennung überhaupt erst zu ermöglichen, liegt in der Kontrolle des Insulinspiegels vor dem Schlafengehen. Insulin ist das Speicherhormon des Körpers. Solange es im Blut zirkuliert, etwa nach einer kohlenhydratreichen späten Mahlzeit, ist der Zugang zu den Fettzellen strikt abgeriegelt. Wenn du jedoch das Abendessen vorziehst oder auf Proteine und gesunde Fette setzt, sinkt der Insulinspiegel ab und macht den Weg frei für das Wachstumshormon Somatotropin. Dieses Hormon wird vor allem in der ersten Nachthälfte ausgeschüttet und fungiert als mächtiger Gegenspieler zum Fettaufbau. Es repariert Zellen und nutzt dafür vorrangig die Energie aus den Fettdepots, insbesondere aus dem viszeralen Fett im Bauchraum. Nummer 2: Thermogenese durch gezielte Kälteexposition. Ein oft übersehener Faktor für den nächtlichen Kalorienverbrauch ist die Umgebungstemperatur im Schlafzimmer. Wenn wir in einem kühlen Raum schlafen, ideal sind etwa 16 bis 18 Grad, muss der Körper aktiv Energie aufwenden, um seine Kerntemperatur stabil zu halten. Dieser Prozess aktiviert das sogenannte braune Fettgewebe. Im Gegensatz zum herkömmlichen weißen Fett ist braunes Fett darauf spezialisiert, Kalorien direkt in Wärme umzuwandeln. Durch die kühle Nachtluft wird dieser biologische Heizofen hochgefahren, was den Grundumsatz während der Ruhephase steigert und dazu führt, dass der Körper über Stunden hinweg mehr Energie verbrennt, ohne dass wir uns bewegen müssen. Nummer 3: Die Cortisolfalle und die Macht des Tiefschlafs. Bauchfett ist physiologisch eng mit dem Stresshormon Cortisol verknüpft, das die Einlagerung von Fettzellen im Bauchraum massiv fördert. Der geheime Weg zu einem flacheren Bauch führt daher paradoxerweise über die Qualität deiner Ruhephase. Nur im Tiefschlaf sinkt der Cortisolspiegel signifikant ab. Chronischer Schlafmangel oder ständige nächtliche Unterbrechung halten den Cortisolspiegel künstlich hoch, was den Körper in einen Alarmzustand versetzt und ihn dazu zwingt, hartnäckiges Fett als Notreserve am Bauch zu bunkern. Ein ungestörter Schlafzyklus von 7 bis 8 Stunden sorgt dafür, dass die hormonelle Balance wiederhergestellt wird und der Körper die Freigabe erteilt, diese Reserven aufzubrauchen. Und Nummer 4: Hydratation und der Effekt der Autophagie. Die letzte Komponente dieses nächtlichen Puzzles ist die strategische Flüssigkeitszufuhr und das Fastenfenster vor dem Zubettgehen. Wenn der Körper nachts keine Energie für komplexe Verdauungsprozesse aufwenden muss, kann er den Prozess der Autophagie einleiten, eine Art interne Zellreinigung. Ausreichend Wasser über den Tag verteilt unterstützt diesen Prozess, da Stoffwechselendprodukte effizienter abtransportiert werden können. Werden dem Körper in den Stunden vor dem Schlaf keine neuen Kalorien zugeführt, ist er gezwungen, seine metabolische Flexibilität zu nutzen und vollständig auf die Fettverbrennung umzuschalten, was langfristig die Struktur des Bindegewebes verbessert und das Erscheinungsbild der Körpermitte verfeinert. Möchtest du jetzt noch wissen, welche Anzeichen dafür sprechen, dass du einen Vitamin-D-Mangel hast? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Klicke direkt drauf.